Hey, we haben eine halbe Minute, dann wird der Service anfangen, so please, für die, die in der Lobby sind, kommt hier in die Kirche nähen, und dann kann ich das sein, der Part von dem Service, wenn das anfängt, kommt nicht in der Zeit. In der ersten Monat wird der Engel Gabriel von Gott nach der Stadt Nazareth in Galiläa nach einem Jahr geschickt, der Josef, David seinen Stamm, anvertraut wird. Und dem Jahr heißt Maria. Und der Engel kam bei ihr an und sagt, ein Gruß an die Begnadigte. Der Herr ist mit dir. Sei aber wir überrascht über den Gruß und wundert, was er zu bedienen hat. Der Engel besagt ihr, Maria, fürchte dich nicht, du hast die Gott genug gefunden. Und soll du wirst schwanger sein und du wirst ein Sohn zu der Welt bringen. Und du sollst an Jesus nehmen. Da wird groß sein und den Allerheiligsten sein Sohn hinabfahren. Und Gott, der Herr, wird an sein Bruder David seinen Thron geben. Man kann jeder einer welcome hier zu diesem Special Service hier von dir. Das ist ein Weihnachtsservice. Freut, dass die mit uns sind hier von dir. So, da wird von dir ein bisschen anders sein. Verschiedene Dinge, die hier on stage angehen. Luther wird Pastor John abkommen, war wieder gehen in die Botschaft. Und wenn du ein bisschen eine gute Zeit hier bist, relaxen. Und eine gute Zeit hast es für Jesus seinen Geburtstag feiern von dir. Dankeschön, Jesus, dass wir diesen Tag feiern. Dankeschön für die Heilige Jesus, dass du in unserem Map bist. Ich bete, dass du warst Frau, dass du warst jeder einem Friede geben hier von dir. Da wird friedlich dahergehen und dass wir können bloß an die denken, was du hast getan für uns. Dankeschön für das. Gnade
Feld und Flur, von Berg und Meer, erschallt der Jubelklang, erschallt der Jubelklang, erschallt der Jubelklang. Jaust mit Freude in Gottes Sohn, ist der Rettende, ist der Rettende. Jaust mit Freude sieht, was lieb getan, der da für uns kam, ist der Rettende. Jesus, Emmanuel, oh lasset uns anbeten. Jesus, Emmanuel, oh lasset uns anbeten. Jesus, Emmanuel, oh lasset uns anbeten. Jauchzt mit Freude in Gottes Sohn, ist der Rettende, ist der Rettende. Jauchzt mit Freude, sieht, was lieb getan, der da für uns kam, ist der Rettende. Jauchzt mit Freude in Gottes Sohn, ist der Rettende, ist der Rettende. Jauchzt mit Freude, sieht, was lieb getan, der da für uns kam, ist der Rettende. Jesus, Emmanuel, oh lasset uns anbeten. Jesus, Emmanuel, oh lasset uns anbeten. Jesus, Emmanuel, oh lasset uns anbeten. In der Jagd vielen in der Nachschubwart auf der Stab und wollten ever her. Und plötzlich stellt den Herrn sein Engel fern. In Gott seine Herrlichkeit möchtet und so dach, dat in eine große Angst erwartet. Und wo der Engel sagte der Wort, verschied nicht, horch, ich bringe Ihnen eine große Friedensnachricht, ut sich alle Menschen freuen wollen. Jüd als diese Nacht in David seine Stadt, der Heiland geboren, der Herr Christus. The herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies, with angelic hosts
to say, in your mighty name, King of heaven, come. Lord, late in time, behold him come, offering of a virgin's womb. Mild he lays his glory by, born that man no more may die, born to raise the sons of earth, born to give them second birth. To the newborn King, King of heaven, come down. King of heaven, come down. Let your glory reign, shining like the day. King of heaven, come. King of heaven, rise up. Who can stand against us? You are strong to save in your mighty name, King of heaven, come. King of heaven, come. King of heaven, come. King of heaven, come down. King of heaven, come now. Let your glory reign, shining like the day. King of heaven, come. Als Jezus en König Herodes seine Tijd in Bethlehem in Judäa geboren wird, dann kamen Sternforscher aus dem Osten in Jerusalem und frühen: Wo ist der niegeborene König von den Juden? Wir haben im Osten seinen Stern gesehen, sind gekommen Aunbäden. Es soll den König gehiert haben, gegen sie haben. Und wirklich, der Stern, den sie im Osten gesehen haben, trug weiter fern. Weil der Keim über dem Blut stand, wird dort kennt wir. Als sie den Stern sahen, freuten sie sich sehr. Als sie im Hüsten hingehen, fangen sie dort kennt mit seiner Mutter, Maria, und schmeiten sich vor am Duhl und beten an. Und als sie ihre Reisthorschen abgemerkt haben, schocken sie am Gold, Werk und Möhren. Over the skies of Bethlehem appeared a star, while angels sing to lowly shepherds. 3 wise men seeking truth travel from afar, hoping to find the child from heaven. Falling on their knees, they bowed before the humble Prince of Peace. I bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due.
shadow in your presence. No mortal man would dare to stand before your throne, before the Holy One of heaven. It's only by your blood, and it's only through your mercy, Lord, I come. I'm bringing an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh Lord, I bring an offering to you. I bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh Lord, I bring an offering to you. Oh Lord, I bring an offering to you. Oh Lord, I bring an offering to you. I bring an offering to you. An offering to you. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields where they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east beyond Encar, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, Noel,
Weihnachten ist wirklich der schönste Zeit im Jahr, nicht? Seine wir die Kinder, die Weihnachtsgeschichte aufspielen, mit Familie top sein, schönes Eten haben, heute Drinks haben, und bloß eine gute Zeit als Familie. Und ich glaube, es ist einfach das schönste Zeit im Jahr. Mir freut es, und das ist eine Ehe von unseres Lebenswasser, dass die mit uns top von der sind, das ist ein Weihnachtstag. En dat je hier met ons top zijn van der. We waren wieder gewoon in een rief van boodschappen wat Pastor John wat reden aan Aunbäden. So Pastor John wat napkom en hij wil een beetje met zijn raam gaan en jeder einen bereisen en een vrouw Weihnachten schenken. So ik heb dat dan. Een vrouw Weihnachten bereisen en schenken. Good morning. Frohe Weihnachten to alle van jullie. Sure is vrouw, nee? Ja, ik denk dat als ik een kleine jong werd, dan kreeg ik mal mijn eerste bicycle te Weihnachten. En die had een klinge aan. Had je mal een bicycle gehad met een klinge aan? En zo dan paddel ik alle wegen en klinge. Ik geloof de mensen die waren plus zijn ouder met mijn klinge aan mijn bicycle. Maar mij was het never ouder. En zo, Weihnachten is een interessante tijd, een vrouwentijd. We hebben gereed van Aunbäden. En ik wil van jou vorig merken met de serie boodschappen van Aunbäden. De eerste boodschap red ik van met onze Hang aanbeden. En dan kan je in de Leier zegt, onze Hang representeren ons leven. Dit is die macht, dit is die kracht hierbij. En zo, God zegt, ik wil gaan de mana. En dat meint de mana. Ik zie het laatst met een boot, maar die ohne boot ook. Maar de mana zal een heilige Hang opheffen. In aanbidding te God. En de tweede boodschap red ik van aanbidden van ons hart. En daar reden we van dat onze bitterste schaal, die kan mij zeer smakloten. We kunnen krakkerig aangetrokken zijn, we kunnen alles krakkerig hebben en sozusagen onze eindjes alle krakkenerie hebben. Maar innerlijk vol doodje knerkes, innerlijk vol ooienis, bettenis, wat verschillende dingen. Gisteren rede ik van aanbidden met onze knieën. En wat je onze knieën, die representeren ons wel. Wenn wir sozusagen unsere Knie für Gott beten, dann sage ich zu Gott, nicht mein Willen, aber dein Willen soll passieren. Und von der wir reden von Anbeten mit unseren Gowen. Und dann kann mir diese Botschaft gewählt kriegen von der Samarias, wenn Weihnachten ist eine Zeit, wo wir geben. Und vielleicht denkt ihr so, dass das nicht eine Botschaft für Weihnachten, aber das ist. Das ist eine Botschaft für Arme, aber Weihnachten, dann gebe. Und die haben Geschenke gegeben, die kriegen vielleicht, einmal ist das die Hauptsache von Weihnachten. Und das soll nicht so sein, aber das ist einmal bloß eine Zeit für uns, wo wir Dinge geben. Und da wollen wir von der ein bisschen denken. Ich weiß nicht, ob die abgewaschen sind mit den Weihnachtsmann, Santa Claus oder eins over der Stadt. Aber als ich abwasch, dann wird uns eingebildet, dass wenn wir nicht würden an Zeit schlucken gehen, dann würde mit der Käde kommen. Dann würde uns umbringen mit der Käde oder eins oder kranke Dinge statt. Und so, wir leben nicht an Weihnachtsmann, nicht? Ich meine, von der in der Welt, das ist ein sehr großer Ding, lassen wir einmal in Alpass und so wieder, und das Lied mit den Kindern, und was Bilder genommen. Und so, wir wissen, das ist Part von unserer Welt. Aber wir haben Jesus. Wir wollen nicht in Weihnachtsmann, aber wir haben Jesus. Aber wir wollen von der denken, was geben wir an, was geben wir Gott, was sind unsere Gowen, wo wir anbeten mit unseren Gowen. Wir wissen, die Wesenmänner, sie kommen von weit auf. Wir haben noch irgendwie gecheckt durch das Reihe von Botschaften, wo sie kommen. Wir wollen von der Ware ein bisschen noch so sein, aber das sagt, dass sie kommen und sie beten am Ohren. Und das ist einmal was von diesen Botschaften. Wir wollen lernen, Gott anbeten. Wir wollen lernen, Gott loben und ehren in uns Leben.
dann sagt er, dass sie ihren Reisetorschen aufgemerkt haben. Also sie sind da nu bei Mary und Joseph und so wieder. Und sie haben ihre Reisetorschen aufgemerkt und sie schenken am Gold, Werk und Myrrhen. Und so diese Weise, Männer, die kommen nicht mit Ladje hängen. Sie kommen nur ein König. Und zu der Zeit, wenn ein König wird besorgt, dann brauchst du den ein Geschenk. Du wirst nicht für einen König kommen mit Ladje hängen. Und das ist ein bisschen ein Bild von, wo wir kommen für Gott. Wir sind gesehnt von Gott. Gott hat uns sehr, sehr gesehnt. Und ich will ein klein bisschen von reden von dem, wo Gott uns gesehnt hat. Aber weißt du, wir wollen nicht für Gott kommen mit Ladje hängen. Und wir wollen Aunbäden mit Gowen, Aunbäden mit den Dingen, die wir haben, Aunbäden mit unserer Zeit und verschiedene Dinge. Weihnachten ist, dass ich gestern al sehe, das ist eine Frauenzeit, auch für Sam vielleicht eine so eine trüge Zeit, aber das ist eine Frauenzeit. In einer Frauenzeit, dann beten wir an. Und zu dieser, die bringen Gold, Werk und Myrrhen. Ich habe verschiedene Dinge über sein, Menschen haben verschiedene Dinge darüber gesagt, aber Gold, bloß einfach gesagt, Gold, das repräsentiert sein Königtum. Und ein König hat Gold, und ein König wird Gold gegeben. Und so sie kommen den König anbeten, das ist nur, wem sie frühen. In Jerusalem wusste nie geborener König, und sie bringen Gold. Sie brachten Werk, und dort hat zu tun mit seinem Priesteramt, auch sein sinnloses Leben. Weil im Tempel wird Werk geregelt, das ist ein bisschen so die Gebete für Gott, oder dort wir einen Schein recken, der Rück und so wieder. Und so, dass wir irgendwas für uns dort. Dann bringen sie Myrrhen, und dort dient noch sein Tod, noch sein Begrafnis. Dort wie ein Ding, was sie brücken, zum Körper anbauen oder anschmieren, wenn die gestorben sind und so wieder. Und so, das sind die Geschenke, was sie Jesus brachten. Mir ist interessant, dass Gott hat noch immer welche Dinge gebraucht, zum seinen Rechtbühren. Wir können trägen im Alten Testament, und dann fingen wir durch, dass Gott braucht menschliche Gaben, Dinge, was sie brauchten. Das heißt, sie brauchten eher Ring, sie brauchten eher Gold, um die Stiftshütte zu bauen. Aber das kommt von Menschen. Gott hat nicht Gold reinen von Himmel und sagt, hier, nu baut mir ein Haus. Er sagt zu seinen Kindern, zu seinen Menschen, er sagt, bringt mir jene Dinge, was sie haben. Wir weiten, dass sie den Tempel bauen, die Menschen geben dort. Und so, die ganze Tempelanbetung hat zu tun mit, dass sie brauchten ihre Dinge. Sie brauchten ihr Schub, sie brauchten ihre Düve, sie brauchten ihr Getreide und sie dürfen opfern. Aber Menschen brauchten ihre Dinge. Die ganze Anbetung, beides im Alten und Neuen Testament, wird unterstellt, oder unterholen von menschlichen Gaben. Jesus sein Leben, das ist mir sehr interessant, aber wenn ihr hier, diese brachten Gold, Werk und Myrrhen, aber Luther in Jesus sein Leben fing, wir, dass wir in some wohlhabende Frühes, was Jesus unterstützen mit Geld, oder mit Eten, was Jesus unterstützen durch das Leben, was ihr habt, ist ihres. Und das ist mir interessant, dass Gott kommt auf diese Welt und er lebt an dort, was Menschen geben. Da wird Menschen sozusagen geben, das eten, Menschen lauten am an und so wieder. Aber das ist interessant, Gott kann sehr gut auf diese Welt kommen, bloß alles selbst tun, diese Welt hat das alle. Aber die Anbetung, der Messias wird kommen, Gott sein Weich von Menschen raten, das hat immer was zu tun mit unseren Gaben. Menschliche Dinge, was du in deine Hänge hast, die Dinge, was deine sind. Und so, wir wollen von der denken, an unsere Geschenke bringen, unsere Gaben bringen in Anbetung zu Gott. Ich glaube, durchschnittlich redet Gleiche zu geben. Gleiche Gott zu geben? Ich weiß nicht mehr. Ich da. Ich gleich zu geben. Ich gleich ein Kind was zu geben, oder die Kinder, Großkinder, und dann sein das Smile und er gesagt, oder was wird er, wo wollen sie sich benehmen, so wieder dort jetzt scheint zu sein. Und welche Kinder gleich zu geben. Unsere Großkinder kommen für und uns haben ein Bild gemalt. Der einzelne Ding steht, dann hängt das bei uns am Fridge oder dort hängt das, wo er wohnt. Aber dort hat ein solcher Schein, wenn sie uns können was geben. Und so wie gleichen zu geben. Aber welche Gott gleich auch zu geben. Gott läuft und du durch Jäufei. Und welche läuft jaft. Und wenn wir Gott läuft von uns ganze Tod,
dann gebe ich Gott. Würde je Dollar geben, wenn je Gott sein Angesicht können sein? Würdest du Dollar geben, wenn Gott würde dir einen Thumbs up geben, oder Gott würde zu dir smile, Gott würde sagen, wow, das darfst du mir? Würde je dann Dollar geben, wenn je Gott sein Angesicht können? Wir können sein, wo Gott reacten hat, oder wo Gott sich benimmt, wenn Menschen geben. Wir haben eine Geschichte, wo Gott checkt, wo Menschen geben. Du am Tempel, Jesus sollte einen Tag, und dann checkt er, wo die Menschen geben. Ich weiß nicht, wo ihr abgewaschen sind, aber ich sie abgewaschen, da ich mal dort Pleats tun. Heißt er, ihr abgewaschen, wie man Pleats geben. Der rechte Hand soll nicht wissen, was der linke hat, alle Hand interessante Lehren habe ich gehört. Aber wenn je, Jesus checkt, wo sie geben, dann sagt er, dort kommen viele reiche Menschen und die geben viel. Und dann kommt eine arme Frau und die hat 2 Cent. Und Jesus ruft sie nicht und sagt, komm mal mit her. Und dann sagt er, diese Frau, die hat ihr Hort gegeben. Ich rede laut von Aunbäden uit ans Hort. Aber weet je, Gott kijkt nicht so sehr nur die Samen, als nur deine Einstellung. Und so diese Frau hat alles gegeben. Und weet je, wie kann dann mit sein, wo Gott kijkt, wenn Menschen geben? Und so du denkst vielleicht so, ich sehe arm, ich kann mir ein klein bisschen geben. Aber wenn du das von Horten das, dann hat Gott so steht. Und Gott ruft vielleicht seine Engel und sagt, komm, check mal, was das hat. Wir wissen nicht, was alle im Himmel feiern, nicht? Wir können uns mal Dinge deutlich merken. Wir wohnen mal in Seminole in 1985. Das soll so lange drehen, das ist nicht mal so. Aber wir wohnen mal in Seminole in 1985 und wir wollen auch Lehren geben in der Kirche. Und so wir hatten $52. Und dann habe ich mir das Trash getuscht in den Pfoten, wenn ich mal Pleats getan, das weiß ich. Und so ich hatte 2 $1 Sadels in eine Pfote und das ewige Geld in eine andere Pfote. Dann wurde ich bloß mit so Pleats in den Pfoten und dann das Trend geben. Dann habe ich $2 gegeben und das andere würde wir brauchen zum Großes. Und so sich das deut. Und als wir in ein Haus kamen, fällt ich mir in eine Pfote, will ich mir $50, will wir Großes kaufen, habe ich $1. Ich weiß, was von der noch nicht, wo das gegangen hat, oder du musst wo ein Engel gewesen und hat das Trag getischt. Aber weißt du, das wäre eine sehr interessante Lehre für mich. Und so, wir hatten $1 zum für uns kleiner Jungen Mahlscheiben, dort wir nicht Steve, dort wir uns älter sehen. Steve wird danach gleich geboren, das du ihn sagst, das wir messen mal so. Und so, aber weißt du, Gott weiß mir, dass mit $1 bleibe ich auch noch leben, der Weg. Wir dachten, das ist meist im Schämen, aber wir dachten ernstlich an die Kirche von Frauen, wie uns Geld können haben. Wir können das nicht mit $1 der Weg leben, like, wo war es dann? Und so, da wir eine sehr interessante Erfahrung, aber Gott hat uns sehr, sehr gesehen durch das Leben. Meine Frau und ich, wir haben all Jahre entschlossen, dass 10% von unseren Einnahmen die in der lokalen Gemeinde, wo wir dienen, wo wir gefeiert wurden, dort wird es handelt, und whatever wir das vergeben, dort ist immer dort. Aber dort sind so Dinge, was Gott gebraucht hat von uns Leben, um uns dort lernen. Und weißt du, mir ja das geben einmal gleich, mir ist das auch ein Kampf einmal. Ich habe mir einmal eben geteilt, okay, wenn wir das Geld wollen kriegen und so, okay, dann wollen wir das können tun. Aber ich habe nicht an gedacht, dass 10% geht darauf von Boven, und so dann habe ich nicht ganz nüchtern dort tun. Und dann hat er einmal besser, weißt du, von was ich rede? Sie hat ihn dort noch mal dort. Aber weißt du, Gott hat uns gelehrt und Gott hat uns immer wieder so gesehen. Aber für uns, für meine Frau und mich, Tim dort schafft, dann muss dort von Boven kommen, nicht von euch. Und ich werde einmal denken, wie sie, okay, was mir überbleibt, dort wo ich Gott geben. Gott will nicht den überbleiben soll. Really. Ich hätte mal von einer Kirche, die den Kleidertaub kleideten für die Arme. Und die Kirche hat eine sehr strenge Regel für ihre Menschen. Sie sagen, die bringen absolut kein gebrauchtes Ding. Alles neue Dinge. Wenn wir manchmal ein bisschen belebt, dass wenn wir geben für so einen Staat, dann checken wir in den Hausraum, okay, wann Garbage, können wir dann nicht dort geben. Und weißt du, das ist eine Unehe für Gott. Wenn ich sage, ich will das Überbleibsel geben, ich will dort geben, das Oyster, oder diese Bäckchen, die sind auch betweit, das ist für die Armen und so weiter. No, das ist für Gott. Und so, ich dachte, diese Kirche hat eine interessante Regel.
eine gute Regel. Aber für uns muss das von boven kommen. Die erste 10%, wenn das nicht von durchkommt, dann kommt das von nur nicht. Und viele von Ihnen weiten korrekt von was ich rede. Because wenn wir von den untersten 10% wollen, du sind niemals unterste 10%. Danach will Gott, der will die Nummer 1 haben. Gott will den ersten haben. Und so Gott ist sehr wichtig. Wir haben als Kirche, wir sind sehr gesegnet. Wir haben viele Menschen in der Kirche, die geben bloß Säuer mit offenen Händen. Da wir die Dinge können tun, was wir können, das wir tun. Und die sind Gott treu und die geben. Und wir können Dinge tun. Wir schicken unsere Botschaften raus für frei. Wir schicken verschiedene Dinge ans App, was wir haben. All so eine Dinge können wir tun. Und wir wollen viel geben als Kirche. Und wir geben wenigstens 10% raus als Kirche. Das ist auch eine Regel, dass wir als Kirche wollen 10% geben. Was das war, haben wir etwas hier. Und die Dinge, die wir weggeben. Wir glauben als Lehrer, dass Gott hat uns berufen als Kirche, dem die plötzliche Welt mit dem Evangelium erreichen, mit klaren, praktischen Botschaften. Und wir glauben auch, dass Gott raubt uns als Kirche, dass wir mehr Material merken für Kirchen und für Menschen, für plötzliche Menschen. Weet je, je kan engelsches Material kriegen, wo immer je will. Alle Hunde unbefriedigd levens, und Kinderabtragen und Geld. Alle Hunde Videos kriegen, oder Sets von Videos, aber nicht applaudit. Und so sind Menschen, die nicht Englisch kennen, die können vielmal die Dinge nicht haben. Was die Englisch kennen, wir haben, und wir denken dafür nicht mal über. Und wir bleiben als Lehrer von der Kirche, dass das ist unsere Aufgabe. Wir haben das Geld, wir haben die Kameras, wir haben alles, um das zu tun. Wir wollen nächstes Jahr eine Person hier haben von Utland, die ein Finanzseminar hier geben, den wollen wir Schmack abschnacken und ein Set von merken und dort für Kirchen sein. Hier ist, wenn die wollen, mit Helfen von den Finanzen und so weiter, das werden wir ihnen taustieren. Wir wollen nächstes Jahr, weil wir eine Reihe Botschaften tun, unbefriedigt leben und wir wollen den Geschmack abschnacken und so weiter. Und wir wollen dort Brücken und uns satt von merken. Und wir wollen sagen, hier ist was von befriedigt leben. Und weißt du, wir haben Gowen, wir haben Geld, wir haben alles, um das zu tun. Aber da wir das tun können, als wir ihn geben. Und so, als Kirche, weil wir ihnen dankbar sein, die geben, Säuer, die sind Menschen, die das geben. Aber some von ihnen würden vielleicht noch ein bisschen Dollar kennen. Some von ihnen würden vielleicht sagen, okay, was will ich in 2018 Gott geben? Wo will ich halten, dass wir als Kirche können wissen in das, dass wir diese Materialien merken, weißt du, das kommt nicht umsonst, some von den Dingen, aber wo kann ich halten? Und so, das sind Dinge, die wir uns wollen fragen. Aber weißt du, wo werden wir geben? Werden wir leben. Leib jaft. Das ist, was Gott hat. Ein von unseren ganz bekanntesten Versen in der Bibel. Das sagt, Gott leibt die Welt, so sei er. Das hier, diese Welt, das bist du. Und so Gott leibt die in mir, so sei er, dass er sein einzigen Sehen jäuf. Morgen die wird leibt in jäuf. Und so Gott hat uns geraten, Gott hat uns verjäft, Gott hat uns eine Ewigkeit gegeben, Gott hat uns alle Sehnungen gegeben, was der Himmel beiden kann. Wir sind alle für die in Christus. Und so wir wollen geben, wenn wir leben. Gott wusste, dass ohne sein Sehen wir echt verloren. Gott wusste, dass ohne sein Sehen wir Stück verloren. Und so Gott jäuf, und Gott lebt, und er jäuf. Und so wir wollen Gott treu geben, wir wollen am Leben mit den Dingen, was wir tun und was wir haben. Je geben, je nicht Kinder, wenn je leben. Ich hoffe, wenn sie tun. Ich hoffe, die geben nicht bloß, dass die wollen dort gehen spielen. Aber nur bei Weihnachten rahmen, die geben die nicht Kinder Geschenke, wenn die leben und so weiter. Und so Gott hat uns das größte Geschenk gegeben. Na, weißt du, 10% ist nicht ein Gesetz für uns. Ich glaube nicht an, dass 10% gesetzlich für uns, wir müssen 10% geben. Aber ich sage das einmal das war. Wenn wir checken, was wir da sehen im Olle Bund, und wir wissen, wo Gott das schafft, er hat einen Sturm zu sie gesagt, was soll sozusagen die erste Arbeit tun, in dem Tempel, in all die Opfer und so wieder, all die Priestertum, das kommt mit einem Sturm. Und dann sagt Gott, der andere aufstammt, die sollen das Sturm unterholen. Da wie Gott sein Model, ich glaube, das ist ein Model, von was es soll schaffen. Und so,
Diese die Jäuven, und dort wo wir uns 10% her haben, aber die Israeliten, die Jäuven viel mehr als 10%, man wird alle top rechnen. Aber ich denke, so steht, unsere Sehnungen sind weit greater als jene erwähnt. Wie hat Jesus von dir? Wie hat er Erlösung? Wie hat den Sehen gekriegt? Unsere Sinnen sind verjährt. Wie hat er auf ihr Leben? Wie haben Christus? Wir sind von dir bei Gott gerecht erklärt durch Jesus Christus. Wir haben all das, wenn wir tun wollen geben, als ein Sehen greater ist, dann wollen wir niemals ohne 10% geben. Also ich sage, das ist nicht eine Regel. Meine Früher ich gebe nicht 10%, wenn das uns gesagt. Und das ist bloß eine Entscheidung, was wir gemerkt haben. Und so, je merken eine Entscheidung für ihn. Die Bibel sagt, dass wir sollen Frauengeber sein. Paulus sagt, wir sollen geben tun, als unsere Annomers und so weiter. Aber die Bibel ist sehr klar, dass wir sollen für den Herrn geben. Aber wir geben nicht bloß Geld. Wir geben Zeit. Wir sind eine Säue gesehen, die Kirche, wenn es kämpft, freiwillige Arbeiter. Wir haben über 200 freiwillige Arbeiter. Und ich sage das nicht zum Pochen, aber zum Gott loben und ehren. Aber je als Person, je als Menschen in unserer Kirche, als je wird hier sein, das ist meine Kirche, je sein hier Schafhack. Und so das ist ein sehr, sehr großes Sehen. Vielleicht hast du wer hier, der sagt, in 2018, dann will ich auch dein, dann will ich auch wo schaffen. Dann lohnt am zweiten, wo, wir können alle Hunde stehen finden, wo wir können schaffen. Aber wir geben unsere Zeit, dort ohne Kinder sie, da fehlt das immer wieder an Halb. Und ich will von der ein Ding tun, verdient als Papas. Weißt du, wir haben einmal ein bisschen einen Gedanken, dass die Kinder dort lernen und abtragen, dass die Mama er sagt, no, das ist gut. Unsere Kinder sieht, fehlt es an Papas, was wollen sein in 2018, dann will ich auch ohne Kinder sie tun. Da meint euch jeder Sender. Wenn wir sagen, wir haben 5 Papas, die sagen, okay, einmal im Monat, dann haben wir jeder Sender haben wir eine Papa dort. Und weißt du, die Kinder, was da oben sind, da will ich manchmal mit Wilder hergehen und so weiter, je soll noch mal angehen. So mit anders hier einmal, wir machen das einmal mit Freunden, aber da fehlt es einmal an eine Papa. Und weißt du, je als Papas, Gott hat ihnen Kinder gegeben und die können auch dort halten und ja sehen. Ich will ihnen das Papas einfach ein bisschen, aber teuer und klein, und ich will ihnen sagen, wer freut als Daddy für 2018, wo ich auch dort bin dahin? Weißt du, uns fehlt da wem zum Unrechten einmal. Wer von ihnen als Papas versteht sehr interessante Predigen zu ihren Kindern? Ich dachte, ich würde einen Kontrakt merken mit ihnen. Wenn wer von ihnen hier wird predigen, wo ich dort bin? So, werden wir mal sein, werden wir mal reden. Aber weißt du, unsere Kinder, Jacob und Christi mit ihrer Familie, sie ran dadurch, sehr, sehr große Sehen. Ich meine, das ist bloß ein sehr großes Sehen, was wir da haben. Wer wir da in Städten? Als Dads. Na, Mom sagt, aber besonders wie als Dads. Und weißt du, wie dein Gott mir dann so Gowen? Vielleicht denkst du so, well, wo kann ich dein? Ich weiß nicht mal, wo ich soll dein. Weil fangen wir an. Wenn dort nicht für dich ist, sagt wir die das schon haben. Aber wir wollen eine Stadt finden, wo die Fan haben passen. Und die haben alle Gowen. Wir können uns Dinge lernen. Vielleicht denkst du so, weil dort klein wird, was ich habe, was für ein Unterschied merkt dort? Da merkst du gerade den Unterschied, dass die 2 Cent, was Janne wird, für dich dort wie Gott, ein sehr großes Ding. Du hast vielleicht wenig Geld, du hast wenig Gowen, denkst so, vielleicht hast du dich entwickelt, aber Gott will haben, wir sollen am Dein. Wie ein kleiner Junge, ein Tag, der gab Jesus ein paar Brot und ein paar Fisch, und Jesus feiert 5000 Menschen mit dort. Dort wenig, was du hast, dort kann Gott viel von mir. Wenn wir treu sind und wenn wir Gott durch mit Dein. Und so, wir wollen, wenn wir geben so wieder, dann denken wir einmal so, okay, wo wird das alles schaffen? Und ich will ein paar Verse lesen, das sagt, verlut die ab dem Herrn. Mit den ganzen Horten verlut die nicht ab den einen Verstand. Weil je mein Verstand sagt, ich brauche die 10%. Mein Verstand sagt, ich kann das gut. Mein Verstand sagt, ich habe euch Zeit. Das wird jene Verstand, jene Zeit verteilen. Aber weißt du, dann sagt die Bibel, verlut die ab dem Herrn. Denk nicht immer so, dass du bist das Klägste und du weißt das Beste, wird das allemal. Vielleicht weiß Gott besser. Und so werden wir Gott vertrauen. Er sagt wieder, denk an Amen, alles, was du tust, und er wird dir den rechten Weg weisen. Wenn du nicht näher weiten, wo viel soll geben, oder wo soll dein, dann denk an Gott, gib dort noch Amen, sag, hier sehe ich, hier ist meine kleine Gove, hier ist meine eine Gove, ich habe, mein Kleinbetgeld, wo kommt die dein Herr?
Und weißt du, wenn wir wirklich mit offenem Hart nach Gott kommen, er wird uns wiesen. Und dann haben wir alle Topos Zeug an der Troffen. Er sagt wieder, hol die nicht selbst für was, fürcht dem Herrn und bleib weich von was schlecht ist. Und weißt du, das sind ja mal ein bisschen Trouble, dass wir glauben, wie weit das Beste. Ich sehe das Klicks, ich weiß ja, das Beste wird mit mir Geld machen und so weiter. Aber Gott weiß besser. Und so Gott will uns halten. Er sagt, das wird für deine Körper gesund sein und wird deine Knirke stark halten. Hast du mal an gedacht, dass Gott gehorchen ist einfach bloß gesund? Viele Menschen sind krank durch Sorgen, durch Bitternis, durch Unvergebnis und so weiter. Und das hat uns Körper wird. Ich las mal von einem Doktor, er sagt, 80% von meinen Menschen, wo ich Doktoren, dass die können alle gesund in Haus gehen, wenn die würden lernen vergeben. Und weißt du, wenn wir in so eine Dinge leben, das alle sind, und Menschen grämen sich, und Menschen, die sorgen sich meist kaputt, und die sind an Nervenpellen, und was nicht alle, wenn wir sorgen, und so, wo wir alle wollen. Und so, wenn wir Gott gehorsam sind, wir verluten uns ab Arm, wir leiden, plus mal sehen, hängt das gesund für die. Das merkt die in der Knirke stark, sagt es. Interessant. Und dann sagt er das, ihr dem Herrn mit was du hast. Was hast du? Er sagt, ihr dem Herrn mit was du hast, in Apfelarm dort erste Port, das ist eine Ursache, wo ich sage, dass das Mord von Boven kommt. In dem Alten Bund, da mussten sie die erste Junge hier Gott, das erste Tier hier Gott, das erste Arnd, alles das erste. Gott will Nummer 1 sein. Und Gott will nachher Nummer 1 sein in dein Leben. Und so das erste Port, dort hier Gott. Und wenn die wollen von das erste Port Gott geben, dann habe ich immer zum Gott geben. Kann ich Ihnen garantieren. Vielleicht kostet zweimal die Welt nicht Takitos hätten, aber Gott wird sie nicht einmal kriegen, wenn er von oben kommt. Und dort wollen die von oben kommen. Und dann sagt er das, dann wollen die Speckers voll worden und die Wienkrocken wollen überall. Das sind Verses wie gleichen, wenn wir gleichen dort, wenn ich was 10 Dollar geben, wird Gott mir 103 geben. Das ist nicht, was das Vers meint. Aber das Vers meint bloß einfach, dass Gott wird die sehen. Und weißt du, Gott hat meine Früher und mich so gesehen, vielmal, wir haben so unerfahrene Dinge für ein belebten Leben und das so groß sehen. Aber da meine ich, dass uns fortgebracht nicht doll oder dass wir waren nicht krank oder so eine Dinge steht. Da meinte ich euch. Aber Gott gehorsam sein, das ist ein Sehen. Wir wollen Gott niemals mehr geben, als er uns gibt. Gott hat uns sein Sehen gegeben. Er hat uns alles gegeben, was uns fehlt. Und vielleicht denkst du so, well, ich will mich selbst weiten. Und du kannst. Gott hat dir so gemerkt, du kannst die Entscheidung mehr. Ich will mein Geld brauchen für mich. Gott, du weißt die und ich will mich selbst weiten. Aber weißt du, das ist sind und das sind Ansehen. Und weißt du, uns himmlischer Vater, der will uns beschenken. Und er will uns geben und er hat uns beschenken. Und wenn wir ihm Donner geben, als er uns gegeben hat, dann wollen wir viel geben. Und zu diesem Satz fange ich das weg. Das heißt, wir geben Gott das Erste und das Beste. Und vertrauen ihm, dass er das ewig sehnt. Wir geben Gott das Erste und das Beste und vertrauen, dass er das ewig sehnt. 90% mit Gott geht wieder als 100% ohne Gott. Und so will ich in Mut merken, weil wir Menschen sind, die geben, die Gott sein Recht bühren, nicht bloß mit Geld. Das ist eigentlich, was wir in unseren Hängen haben, aber wir haben Gowen, wir haben Tiet, alle lecken viel Tiet. Und weil wir in 2018, was kann ich Gott geben? Wo kannst du dein in 2018? Wo kann wir mithalten in der Kirche auch? Bitte die Kirche, some von ihnen sind vielleicht nicht von dieser Kirche, und Vorträge in der Kirche, und dann dein durch. Und gib durch. Wir sagen immer, war hier in dieser Kirche, gib dein Geld durch, wo du gefeit wirst. Und so, weil wir zurück sind, mit was wir in unser Hängen haben, weil wir Aunbäden mit unseren Gowen. Und ich weiß viele von ihnen tun. Und das beginnt bloß einfach in Gott ein, das die geben. Die Bibel sagt, some von uns haben Gowen zum geben. Das ist bloß einfach eine Gowen, was wir haben. Und Gott hat die gegeben, du hast das geben. Und so, weil wir zurück sind dort. Weil wir Gott anbeten mit unserem Hängen. Weil wir hell Hängen abheben und sagen, Gott, hier sehe ich, hier ist meine Macht, hier ist meine Kraft, hier sind meine Hängen. Weil wir Gott anbeten von ganzen Herzen. Weil wir nicht fern kommen als Heuchler, aber einfach als Open sein, Gott, hier sehe ich, brauch mich, wo immer du wärst. Weil wir Gott anbeten mit unseren Knien. Einfach auf unsere Knien gehen und sagen, mein Willen soll in Gott sein Willen sein. Dein Willen soll passieren, nicht meiner.
Und dann werden wir Gott anbeten mit unseren Gowen. Wenn der aus Weihnachten, samt von den Wahl nach der Geschenke haben, samt all, Gott lürt nach Hammer nach seine Geschenke. Wer wir am geben, was er uns sagt. Ich würde für das Job schon, weil wir tot beten. Und weil wir darüber denken, dass Gott hat uns so gesehnt und wir können am drei sehen. Himmlischer Vater, Dankeschön für die Dinge, die wir in unser Hängen haben. Dankeschön für die Dinge, die du uns gegeben hast. Dankeschön für Jesus Christus. Dankeschön für die Erlösung. Dankeschön für die Gerechtigkeit. Dankeschön, dass du uns hast bestimmt für den Himmel. Und Herr, du hast uns so gesehen, wir wohnen in einer Gegend, in einem Land, wo wir wohlhabend sind. Wir haben davon geredet in der Vergangenheit, Herr, dass wir sind von den reichsten Menschen in der ganzen Welt. Halb uns, dass wir wollen dort die geben, was du was haben. Und ich bete, dass du wirst zu uns reden und dass dein Wort wird stehen in uns Leben, dass wir wollen gehorchen, dass wir gesund sind, dass du sagst, wir wollen gesund sein und du wirst uns sehen. In Jesus' Namen. Amen. Kann ich toll sein? Shining, it is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world
Okay, bis alle einmal abstehen. Ich wünsche Ihnen eine sehr frohe Weihnachten. Den Tag von der und vielleicht morgen, wo immer ihr seid mit Ihrer Familie, dass es was friedlich dahergehen, dass Gott seinen Frieden und seine Freude wird immer jün sein und haltet im Denk, wenn ihr mit Ihrer Familie seid, von der oder morgen, denkt bis für ihn selbst und sagt für ihn selbst, was mir wird angehen, was es schein gehen mit der Familie, da wird Friede sein, da wird Friede sein, und bis eine scheine Weihnachtszeit. Danke Gott, dass wir könnt hier taub sein, die Wort an hier und das Leute anhorchen und bis die anbeten. Help uns bis, dass wir können mit diesen sein hier rausgehen und den nächsten zum Sehen sein und mit unserer Familie. In Jesu Namen. Amen. Ihr könnt gehen.